Robert, jetzt gehe ich nicht mehr raus. Das ist ekelhaft, Mann. Wir können hier einmal da schön, das sehen wir nämlich nochmal in M3 Touring, denn Leute, der Robert wollte euch nämlich nochmal in ganzer Pracht den M3 Touring zeigen. Ach, mein Engel. Aber heute zeigen wir euch etwas ganz anderes, worauf ich schon die letzten Wochen extrem gespannt gewesen bin. Und zwar hier. KTM GTX-R. Wir befinden uns in Graz bei der Produktion von KTM. Wir durften ja das Auto vor ein paar Wochen auf der Straße fahren. Alter. Und auf der Rennstrecke. Der Flügel aufklappt bei dem. Aber schau mal hin, wie wir uns jetzt ransaugen auf der Geraden. Und ich bin zum ersten Mal in einem KTM drinnen gesessen. Ich bin zum ersten Mal ein KTM-Fahrzeug gefahren und ich war so extrem positiv überrascht, dass ich gesagt habe, okay, komm, wir müssen hierher kommen. Ich will mir diese Produktion anschauen. Denn wie kriegt man es hin, dass man so ein Fahrzeug für die Straße zugelassen bekommt? Ja, eigentlich ein reines Rennfahrzeug. Und das war wirklich, wo es mich so gekickt hat. Und dementsprechend, ja Leute, wir befinden uns jetzt hier in Graz. Der Luki, der dafür verantwortlich ist, der ist irgendwo da hinten. Der hat nämlich gesagt, wir sollen nach hinten kommen, denn dort geht es nämlich jetzt dann gleich ins Werk. Was wir ja auch noch mal kurz sehen, in der gelben Lackierung, da haben wir mal wirklich den Kontrast da. Und auch wenn du vom Weiten schaust, da sieht man dann erstmal richtig diese Ecken und Kanten. Genau das, was ich beim letzten Mal meinte. Wenn du den wirklich in einer geilen Lackierung hast, ja, natürlich brauchen wir gar nicht reden, das ist Vollcarbon, mega geil, aber ihr seht diese Ecken, Kanten, vor allem da, dieser untere Part, wie das hier eben da drüben richtig rauskommt. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr in diese Richtung, wie wir hier sehen können, auch wieder, es ist schon richtig böse, das ist schon, das muss man schon sagen, das ist schon heftig, wirklich in diesem kompletten Vollcarbon-Chassis, egal wo du hinschaust, haben wir hier einen normalen GTX, hier ist auch ein GTX, was wir hier sehen mit Zentralverschluss das Ganze. Hier haben wir das GT2-Modell, das sehen wir dann auch an den Seitenspiegeln. Hier, was man sehen könnt, da haben wir das glänzende Carbon, da kommen schon wieder mehr diese Ecken und Kanten raus. Das sieht so abartig göttlich aus. Also wer sowas nicht sexy findet, dann weiß ich auch nicht mehr. Oder Robert, was meinst du? Auf jeden Fall. Das ist schon brutal. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr hier in diese Richtung. Ja, ich weiß schon, Robert, das ist eher so deins, ne? Da schön komplett offen fahren. Ja, Mann, endgeil. Das Ganze. Und Luki hat gesagt, wir sollen irgendwo in diese Richtung kommen, wo er anscheinend ist. Vielleicht ist er auch gar nicht da, weil, schau mal, ich sehe da schon so ein paar Felgen und so. Ja, die können und wir da haben ja ein checken. Touring. Wir sind ja mit dem Touring da. Und wir haben ja schon festgestellt, da passt schon ganz gut was rein. Platz ohne Ende. Also der Maxi, der weiß auch Bescheid. Ne? Du weißt auch Bescheid, wenn es ist, kannst du auch ein bisschen Zeug einpacken. Ne? Mach mal. Ja, sehr gut. Okay. Also dann gehen wir mal rein. Siehst du, er flüchtet schon vor uns. Läufst du jetzt weg vor uns oder? So, wir sind gut angekommen. Ich habe die Leute Servus, auch schon hi. eingeweiht. Wir haben uns ja auch perfekt. schon davor schon begrüßt. Wir begrüßen uns nochmal offiziell, Leute. Das ist der Luki, der ist Hallo, eigentlich für alles hier so verantwortlich, mehr oder weniger, oder? das Produktmanagement hauptsächlich. Produktmanagement und hast eigentlich so mit allem die Ahnung. Genau. Ich hoffe es, ja. Ja, Wär doch, gut- das wär weiß gut, ich wenn ja schon. so ist. Das weiß ich ja schon vom letzten Mal. Der Luki hat nämlich damals, wir sind so in Kontakt gekommen, hat gesagt, komm, hast mal Bock, den KTM zu fahren, ja, unser Straßenfahrzeug, den schönen GTX-R. Und dann ist der Robert und ich, wir sind dann schön an Red Bull Ring geschippert. Ja, und Ja. dann war das so ein bisschen so Liebe auf den ersten Blick. Richtig. Wir haben zwar den ersten Tag hat es ja so geschüttet wie heute wieder. Also wir haben eigentlich nicht Im das Wetter schlechte haben wir nie Wetter das Glück, mitgebracht. ja. Aber ja, das hat mich so angefuchst, dass wir gesagt haben, komm, wir müssen hier vorbeikommen. Wir müssen mal wirklich sehen, was es hier für verrückte Leute bei euch gibt, die so geile Autos bauen. Ja, willkommen bei den heiligen Hallen von uns, wo eben diese Spielzeuge gebaut werden, produziert werden. Wir befinden uns hier jetzt gerade beim Beginn der Station, wo eigentlich die ganze Warenanlieferung ist. Also hier werden sämtliche Rohmaterialien, Produkte angeliefert und werden zuerst einmal in unserem ja doch eher großen Hochregallager zwischengelagert. Natürlich sind bei vielen Teilen da schon die Kunden, die Fahrzeuge hinterlegt, weil diese ja sehr, sehr stark individualisiert sind, wird trotzdem eingelagert und eben vorbereitet für die Einsteuerung in der Linie. Und ich würde sagen, wir starten da mal ganz kurz durch und ich zeige dir da ein bisschen, was da so rumliegt, rumsteht. Und wenn du Fragen hast, bitte einfach gerne reinspringen und wir können gerne drüber quatschen. Es ist eigentlich jetzt halt schon groß.
muss man sagen. Also klar, jetzt verglichen jetzt mit anderen ist das natürlich sehr klein, aber wie viele Autos, hast du mal gesagt, produziert ihr so im Jahr? Wir haben uns selbst limitiert, um das Ganze exklusiv zu halten, auf 100 Einheiten im Jahr maximal. Boah, das ist schon eine Ansage, ne? Das Gebäude an und für sich ist relativ großzügig, weil das damals im Jahr 2008 gebaut worden ist oder für uns renoviert worden ist. Ja. Da war die Positionierung vom alten Crossbahn ein bisschen anders. Aber ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechen darf. Wir reden von 100 Fahrzeugen, egal was, also auch mit Rennfahrzeugen inbegriffen oder Reino GTXR jetzt aktuell? Eigentlich Gesamtanzahl. Also wenn jetzt davon 20, 25 Rennfahrzeuge gebaut werden, reduziert das die Straßenanzahl. Puh. Genau. Ja, okay, das ist natürlich schon extrem exklusiv. Es ist exklusiv, absolut. Ja, definitiv. Wenn wir hier zum Beispiel reinschauen, stehen hier schon ein paar richtig coole Schmuckstücke rum. Wir haben hier die Anlieferung von dem Herzstück von unserem Fahrzeug, dem 2,5 Liter Audi Turbomotor. Schöne 5-Zylinder. Entwicklungscode EA855 Evo, ist dem einen oder anderen vielleicht der Begriff. Hier in der Basisausbaustufe für unser Straßenfahrzeug. Wenn man da ums Eck rum rüberschaut, sieht man das Ganze in der Maximalausbauvariante für unser Rennfahrzeug, das Herzstück vom GT2. Ja. Mit großen Turbolader, mit geänderten Innereien, Fächerkrümmer und. Also das ist einmal volles Programm dann. Den baut ihr dann nachträglich dann sozusagen um? Wir haben ein Dienstleistungsunternehmen, einen wirklichen Motorspezialisten auf der 5-Zylinder-Basis, mit dem wir das gemeinsam machen. Da schicken wir die Motoren hin, der baut uns die fertig zusammen, dann läuft das Ding auf den Prüfstand, macht einen Funktionscheck und dann kommt es wieder zu uns retour. Hier vielleicht auch noch interessant, lagern einige Monocoques. Auf dem ersten Blick schon der Unterschied erkennbar mit Käfig, da können wir mal kurz aufmachen, mit GT-Käfig für das Rennauto. Weiter vorne ohne GT-Käfig dann für das Straßenauto, eben weil es ja aufgrund von Homologationsvorschriften auf der Straße nicht mit dem Käfig gefahren werden dann kannst du gerne mal anheben versuchen, da merkt man, wie leicht das ganze Ding ist. Also man hebt da fast das ganze Chassis von dem Auto eben an, mit Käfig in dem Fall sogar, mit einer Hand. Also es ist wirklich extrem leicht und zudem wahnsinnig verwendungssteif. Ich meine, Leute, ihr müsst mal überlegen, da sitzen wir drinnen, da sitzen 2 Leute drinnen, du hebst es mit einer Hand hoch. Und das ist genau das, was ich meinte, als ich das Fahrzeug auf der Rennstrecke gefahren bin, dieses Gewicht. Gewicht ist das A und O, es ist egal, wie viel Leistung du hast, sondern hier das Gewicht und das ist schon wirklich verrückt. Ja, also Wahnsinn-Chassis, sicher eines der Highlights von unserem Auto. Und vor allem, man muss ja mal überlegen, der Robert räumt schon wieder alles zusammen. Das gehört dazu. Wie extrem robust das halt ist. Ja? Absolut. Also extrem leicht, aber dann extrem robust. Robert, du musst übrigens aufpassen, du siehst ein paar Eimer, weil es so schüttet. Ne? Ja. Also ich bin mal gespannt, was du heute so alles umräumen wirst hier im Werk. Hier sehen wir als Beispiel so ein komplettes Rig, mit dem wir das Fahrzeug, die komplette Außenhaut bekommen. Also wenn wir das Auto lackieren lassen, die Rohmaterialien, das Rohcarbon, wird alles, nachdem es ja immer einen Kunden dahinter hat, gesammelt, auf ein Rig gespannt. Ja. Das kommt in einen LKW, wird dann zu einer Lackiererei gebracht und wird da eben dann grundiert, sofern nötig, und die Farbe kommt dann drauf. Und so bekommen wir immer einen Fahrzeugsatz. Jetzt queren wir einmal die Halle komplett durch. Gehen an ein paar Felgen vorbei, ja, ein bisschen, Motorsport ich würde sagen, ein paar Felgen ist gut, ja. Hier sehen wir auch interessant das Gegenstück zum Motor, unser Doppelkupplungsgetriebe DQ500, noch mit der Sperre extra, also wir bekommen das Getriebe so mit einzelner Sperre, wollen aber natürlich bei unserem Supersportler ein Sperrtief auf der Hinterachse haben, das wird dann noch eingebaut. Vielleicht das auch noch speziell, nachdem wir mit sehr viel Carbon-Teilen und leichten Teilen arbeiten, haben wir uns irgendwas einfallen lassen müssen, wie man das Ganze vernünftig transportieren kann. Ist ja schwierig zu lagern, da sie alle dreidimensional komplex geformt sind. Wir transportieren das mit so einem Stahlgerippe, haben innen drinnen diese Taschen und da hängen dann die Carbonteile drin nochmal extra verpackt. Also damit ist es sehr sicher zu transportieren und auch wenn man einen Stapel irgendwo aneckt, geht es nicht sofort auf die Teile, sondern es ist massiv durch ein Stahlkonstrukt geschützt. Und innen drinnen hängen dann die hochwertigen Carbon-Komponenten. Habt ihr, wenn man die Frage stellen darf, jetzt bei den ganzen Carbon-Teilen, habt ihr verschiedene Zulieferer oder gibt es für euch einen Zulieferer? Aufgrund von der Menge, die wir wirklich durchlassen an Carbon-Teilen, haben wir das splitten müssen auf 2 oder haben aktuell 2 Lieferanten. Ein Lieferant kümmert sich um die Crashbox und das Monocoque. Und der zweite Lieferant macht eigentlich den Rest inklusive gesamte Außenhaut vom Fahrzeug. Ja, das ist schon verrückt, was ihr an dem Auto Carbon verbaut. Das ist ausschließlich. Das, also wirklich selten
einen Fahrzeughersteller gesehen, der wirklich eigentlich, kann man fast sagen, schon fast zu 100% das ganze Fahrzeug eigentlich aus Carbon ist. Das ist der Vor- und der Nachteil, wenn man so klein ist. Ja? Also natürlich, wenn man noch 100 Stück macht, ist Carbon noch interessant. Wenn man dann andere Hersteller vergleicht, die da tausende Autos im Jahr rauslassen, dann macht es dann keinen Sinn mehr. Genau. Da ist einfach zu viel Handarbeit drinnen, dass es funktionieren würde. Ich wollte gerade sagen, genau. ja. Und das ist natürlich auch immer so ein Punkt, ja, mit dem Preis, weil natürlich ein paar Leute gefragt haben, ja, der Preis, aber ich meine, jetzt bist du hier in dem Werk und ich glaube, da bekommst du das dann erst wirklich mit, wo dieser Preis wirklich entsteht, weil halt so viel Handarbeit drinnen steckt. Genau. Ja, und vor allem, man muss dazu sagen, sehr, sehr viel europäische und noch mehr österreichische, deutsche Wert dabei. Also es ist fast ausschließlich alles da bei uns irgendwie aus der Region, aus der Umgebung. Ja. Und auch das treibt natürlich den Preis. Wenn das Ganze verlagern würde nach China, nach Indien und Co., würde es zwar günstiger machen, würde aber die Qualität deutlich darunter leiden. Genau. Jetzt sind wir am anderen Ende angekommen. Hier beginnt es mit Vormontagestationen. Also wir haben im Wesentlichen zwei Unterscheidungen, Vormontage und die Hauptmontage. Aufgabe oder Ziel der Vormontage ist es, kompliziertere oder größere Baugruppen mit filigranen Bauteilen vorzumontieren, um eben bei der Linie dann kein Bottleneck zu gelangen. Okay. Können wir uns als Beispiel gerne mal die Vormontage 1 anschauen, wo mitunter das Lenkrad komplett assembliert wird. In Rot. Schau dir das mal an. Rot und glänzendes Carbon. Macht auch was. Das ist schon, wo ich schon gleich, da werde ich gleich schon wieder Rosso schwach. Corsa. Das ist geil. Leihen wir hier mal kurz ein paar Komponenten aus. Aber da bekommt man ein relativ gutes Gefühl dafür, wie sich so ein Lenkrad zusammensetzt. Also du hast es sonst immer in der Hand gehabt und die Innereien nie gesehen, aber wir haben hier zum Beispiel die vordere Abdeckung, wo eben die sämtliche Taster reinkommen, wo die Drehregler reinkommen. Wir haben einer Ebene weiter hinten den Lenkradkranz mit dem Schnellverschluss, mit den ganzen Platinen, die eben bestückt werden. Ja. Und wir haben dann hinten noch die Abdeckung, die hintere Abdeckung mit den beiden Magnetschiftern. Genau. Und jetzt muss man auch noch mal ganz kurz erwähnen, Leute, das ist nämlich hier für Straßenfahrzeug, Straßenzulassung. Genau. Und das ist nicht hier fürs Rennauto. Und das ist so verrückt. Wobei, und das ist ein gutes Beispiel, das für das Rennauto sehr, sehr identisch ist oder sehr, sehr gleich ist. Es ist lediglich der Verschluss anders. Ja. Im Rennfahrzeug geht es ein bisschen einfacher aufgrund von anderen Vorschriften. Da haben wir einen Grunddeckverschluss, hier muss er doppelt gesichert sein. Ja. Und im Endeffekt die Belegung dieser Tasten ist im Rennauto anders, weil natürlich im Rennauto der Blinker eher uninteressant, unwichtig ist, daher ganz unten angesiedelt. Genau. Und andere Themen im Rennauto wichtiger sind, daher höher priorisiert, höher frequentiert weiter oben sind. Weitere Vormontage, dafür ist dieses Rig, da ist dann die Front, die wir da vorher schon ums Eck gesehen haben, die rote, wo eben sämtliche Elektroniksachen reinkommen, können wir uns auch gerne im Detail noch ein bisschen genauer anschauen. Ist auch eine Besonderheit, die natürlich den Ursprung im Rennsport hat. Die ganze Front ist so extrem schnell demontierbar. Also man hat die Hauptverbindungsbolzen, sind 4 Stehbolzen hier in der Crashbox, mit denen montiere ich das an das Monocoque, befestige ein paar Verkleidungsschrauben und stecke eben den gesamten Kabelstrang für die Lichter über einen Stecker an. Das heißt, es ist super schnell montiert, super schnell demontiert. Ist super easy. Genau, super easy. Eben Ursprung aus dem Rennsport, wenn ich da einen Frontcrash habe, und das ist in der Regel, was am meisten passiert, ist das Wichtigste bei Langstreckenrennen, schnell die Front tauschen zu können. Sonst, was du sonst immer demontieren musst und diese ganze Verkabelung, was du dann hast. Ja. Genau. Das ist genau das, was mir aufgefallen ist bei euch, dass ihr wirklich gesagt habt, okay, so wie es eigentlich die meisten Hersteller ja machen, die haben ein Straßenfahrzeug und darauf bauen sie dann ein GT3, GT4 oder GT2 Auto. Bei euch ist es ja eigentlich, oder nicht nur eigentlich, bei euch ist es ja umgekehrt. Ihr habt ja ein Fahrzeug rein aus dem Motorsport, ihr habt ein Rennfahrzeug genommen und dann auf Straßenzulassung umgebaut. Nur die Sachen ausgetauscht, die ich wirklich homologativ brauche, plus ein oder anderes Komfortfeature eben mit reingebracht, damit das Ganze fahrbar ist auf der Straße. Wenn ich wirklich einen Aufprall habe, ist der Motor mit den sämtlichen Peripheriegeräten im Heck geschützt und dadurch wieder nicht beschädigt. Auch wieder ein Riesenvorteil. Genau. Ja, das ist so clever. Leute, das ist ja genau das Thema. Wenn du halt wirklich aus dem Motorsport kommst, und dann eben so ein Fahrzeug auf Straßenzulassung umbaust, man hat halt einfach eine ganz andere Denkweise. Das muss man ganz klar sagen, weil die anderen Hersteller sind halt extrem limitiert. Die bekommen ihr Straßenauto und dann hier bitte und jetzt einmal bitte auf Rennfahrzeug umbauen. Und da hast du natürlich nicht das ist natürlich für dich viel schwieriger als jetzt halt
umgedreht, sage ich mal. Man muss fairerweise auch dazu sagen, bei anderen Herstellern ist die Gewichtung im Motorsport wahrscheinlich nicht so präsent wie bei uns. Also Ja. Motorsport hat bei KTM einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert und wir positionieren uns ganz stark darüber und von dem ist es einfach wichtig. Ja. Und Ja. dieser Konsens, das Ganze ähnlich und gleich zu machen, hat natürlich auch Vorteile für uns, damit wir nicht immer doppelte Werkzeuge brauchen, doppelte Entwicklungskosten, sondern wir können ein Motorsportfahrzeug bauen, können das vernünftig erproben in den härtesten Rennstrecken dieser Welt und können sagen, okay, das funktioniert, das hält, das können wir auch für die Straße verwenden. Und das war auch das Thema, das ist mir nach den ersten Metern aufgefallen, okay, da merkst du, das ist ein Rennwagen. Das ist ein Rennwagen, wie kann das Straßenzulassung haben? Und das verrückt, wirklich, wirklich faszinierend. Okay, schauen wir weiter. Hier nur als Beispiel das Rücklicht, was auch vorassembliert wird. Hier fehlt noch die ganze Ummantelung und die Stecker. Ja. Machen wir, wie gesagt, auch im Haus. Auch selbstverständlich alles schön aus Carbon. Natürlich. Was auch sonst. Besonderheit ist das Canopy. Wir haben ja keine Türen. Das Monocoque haben wir schon gesehen mit den hohen Schultern. Ja. Das heißt, wir müssen einen Seilzug umsetzen und eine elektrische Lösung für den Komfort. Das Ganze wollen wir aber mit einem Taster aktuieren. Und hier die Besonderheit, wenn man eben nur leicht klickt, hört man den Mikrotaster, der das elektrische Signal losschickt, um den Elektromotor zu aktuieren. Wenn man hier über dieses Losbrechmoment darüber kommt, bekommt man wirklich einen Ruck und dann wird ein Seilzug aktiviert. Dann sehen wir nachher auf der Linie noch deutlich besser, um eben in einem Notfall das Ganze noch aufdrücken zu können. Dann machen wir uns auf den Weg zu den letzten Vormontagestationen. Hier haben wir Slickreifen könnte ich auch mal wieder welche gebrauchen. Robert, du weißt Bescheid, ne? Ich weiß Bescheid. Ja, haben sehr hier gut. einige Stationen für 3D-Druck, weil wir uns selber irgendwelche Halter schnell machen müssen etc. Ganz praktisch in der heutigen Zeit. Ja. Schulungsbereich, wo wir unsere Händler für gewisse Servicearbeiten schulen können. Und hier überblicken wir schon ziemlich die gesamte Produktionsstraße mit der letzten Vormontagelinie hier und der ersten Hälfte bzw. der zweiten Hälfte dann für die Montagelinie. Aber beginnen wir mal ganz links. Wir sehen hier nur Vormontagearbeiten für die eher größeren Bauteile, wie das komplette Heck, was vorassembliert wird, wie ein Canopy, wo die Seitentüren eingesetzt werden, die Frontwindschutzscheibe eingesetzt wird, der Mechanismus vorassembliert wird. Und wirklich losgehen tut es dann nach dieser Station. Nur mal ganz einen schnellen Blick, weil es vielleicht ganz schön ist zu sehen. Oh ja. Hier wieder das Herzstück, in diesem Fall bereits fertig vorassembliert, Ja. mit Getriebe dran, mit Sperre drinnen, mit bereits dem Katalysator für die Abgasanlage drauf. Wir sehen schon die ersten Anschlüsse für das Kühlsystem, Ladeluftkühlung wie Wasserkühlung. Die Ansaugbrücke ist gedreht worden, Kabelstrang ist dran und der Riemenschutz vorne, was in dem Fall ein Powerpart ist, ist auch schon montiert. Man merkt eigentlich, wie kompakt das ganze Aggregat ist. Ja. Das sage ich auch immer wieder, dass der Fünfzylinder, der ist so kompakt. Die Leistungsentfaltung, die du bei dem Motor hast, ja. Auf der anderen Seite aber auch wirklich eben, wenn wir jetzt halt wieder an Motorsport denken, ja, 24-Stunden-Rennen vom Tanken her, ja. Du hast auch ein recht effizienter Absolut, Motor. genau. Und Klar. es ist auch, was ich auch gesagt habe, wo du sagst, ja, steigst in so ein Auto ein und dann sagst du, ja gut, der hat ja nur einen Fünfzylinder, warum hat der keinen Achtzylinder, ja? Aber das hier ist genau eben, das habe ich sofort von Anfang an verstanden, dass hier dieser Fünfzylinder viel, viel besser reinpasst als jeglicher anderer Motor, weil du eben genau das Effiziente hast, du hast die Leistung und die Leistungsentfaltung. Ja, also wir leben einfach in einer Zeit, wo diese ganzen großen Motoren immer weniger werden aufgrund von Vorschriften Klar. und Gesetzen. Ja, also da kann man nur sehr, sehr schwer aus. Ja. Zum Zweiten verfolgen wir einfach ein Konzept, was auf super leicht und kompakte Bauweise geht. In der Sichtweise passt ein effizienter Motor rein. Und der Fünfzylinder an und für sich hat natürlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und eben eine sehr, sehr große Fangemeinde, zu Recht, weil einfach wirklich ein super Package ist. Ist so, ist so. Also müssen wir hoffen, dass Audi den noch ganz lange baut. Ja, unbedingt. Wenn so ein Aggregat dann fertig ist, geht es wirklich in die Linie rein. Wir haben über uns ein Kransystem und zu unseren Füßen hier hinüberblickend ein Förderbandsystem, mit dem wir das Ganze von Station zu Station dann weitertragen können. Hier wieder beginnend das Herzstück und wenn man weiterblickt, Station 2 und 3 sind schon vorbereitend für unsere Hochzeit. Ich wollte gerade sagen, ja. Die bei jedem Automobilhersteller vielleicht ein bisschen anders abläuft wie bei uns, weil bei uns ist es eine Kombination eben aus 3 Arbeitsschritten. Also wenn ein Motor fertig ist, wird der reingehoben in den Heckrahmen. Der Heckrahmen ist hier auf dem Schienensystem montiert und das gesamte Schienensystem fährt mit dem Heckrahmen zur Vorderseite, zum Monocoque
und wird dann verheiratet. Hier sieht man ganz schön die Vorbereitungen, bevor der Motor reinkommt. Das heißt, wir haben den Stahlheckrahmen, eines der wenigen Bauteile, was nicht aus Carbon gefertigt ist bei uns, weil man einfach sieht, was da alles an Verschraubungen und Versteifungen dran sind. Definitiv. Ist einfach da die richtige Wahl, auf einen Metallheckrahmen zu gehen. Natürlich vor der Achse, hinterachsseitig Einzelradaufhängung mit jeweils Dreiecksquerlenkern. Ist auch eigentlich Standard im Supersportsegment. Ja. Besonders bei uns vielleicht ist, dass wir ein Quetschprofil verwenden. Das hängt mit dem Aerodynamikkonzept zusammen, dass wir einfach so wenig wie möglich Luftverwirbelungen oder Widerstand hier generieren wollen, um einen möglichst guten Luftzug zu generieren, dass die ganze warme, dreckige Luft dann wirklich hinten wieder rausgeht. Genau. Ja, genau. Anstelle von den Luftstempeln, die wir im Rennauto verwenden, das dürfen wir bei der Straße nicht, das ist hier dann quasi blind, um eben einen Wagenheber ansetzen zu dürfen oder zu können. Der Tank ist drinnen, 96 Liter Volumen. Auch ein riesen Vorteil. Muss man auch mal überlegen, wo gibt es noch bei einem wirklich Sportwagen, Supersportwagen, was ist noch ein 96 Liter Tank? Also selbst bis hin hier M3 Touring. Ich glaube, was war das, Robert? 50 Liter oder 50 Liter Tank, irgendwie sowas um den Dreh. Ja. Nicht sehr viel, ne. Das ist schon, und auch ist serienmäßig, oder? Serienmäßig, genau. GT3S, sage ich nur, hat Aufpreis gekostet. Ich glaube 300 € oder so, dass du einen großen Tank hast mit 90 Liter. Der ist ein Homologationstrick, damit ich das Leergewicht weniger angeben kann, weil du musst dann ja vollfüllen für das Gewicht. Da beißen wir in einen sauren Apfel und haben gesagt, okay, es gibt einen vernünftigen Tank. Ja. Wer lieber mit weniger fahren mag oder kann, muss ihn ja nicht voll tanken, aber grundsätzlich ist es natürlich ein sehr, sehr cooler Benefit, wenn ich wirklich Langstrecke mit einem Auto fahren fährst, kann. ja, Genau. Und den Platz im Kofferraum, den hast du ja eben auch, das ist ja das. Genau, Kofferraum sitzt später dann hier genau darüber, ja, genau. Und in dem Loch hinten drinnen kommt eben der Motor rein. Wenn wir zur zweiten, anderen Hälfte von dem Fahrzeug schauen, sehen wir mal so ein Monocoque, wie das quasi unter der Verkleidung aussieht. Ja. Hier drinnen wird die Klimaanlage verbaut. Wir haben einige Kabelbaumsachen, Absicherungen und Co. schon drinnen. Hier der vorher angesprochene Seilzug, der insgesamt von außen, links, rechts und von innen dann ausgelöst werden kann. Das Auto bekommt in dem Fall ein Soundsystem rein, daher schon die Ausschnitte für die Boxen. Ja. Und auf der Vorderachse sehen wir schon das komplette Push-Rod-Fahrwerk, ebenfalls wieder mit Querlenker, Spurstange und Co. Wenn die Hochzeit dann erledigt ist, geht es weiter auf der Station. Da ist das Auto dann mit diesem Förderbandsystem nach vorne bewegt worden. Noch nicht auf eigenen Beinen, es ist dann das Ziel für die nächste Station. Hier kann dann von allen Seiten am Fahrzeug rangebaut werden. Abgasanlage kommt drauf, der hintere Auffahrschutz ist drauf, die Räder kommen drauf gesteckt. Wir sehen schon das ganze Kühlsystem mit Ladeluftkühlung und Motorkühlung. Warum ich gerade so still bin, ist, ich bin gerade einfach so geflasht, wie sauber es aufgeräumt ist. Also das ist alles so übersichtlich. Ja, absolut. Also es macht da wirklich Spaß, auf dem Auto zu schrauben, weil es ist wirklich... Du siehst ja immer noch eigentlich, wie viel Platz du hast, theoretisch wie viel Spielraum du hättest. Aber das ist schon, also wenn du da bei anderen Autos schaust, ja, wo du gar nicht mehr wirklich zum Motor hinkommst oder sondern hier ist es so Perfektion, also einfach wirklich sauber aufgeräumt. Es ist halt wirklich reduziert auf das Wesentliche. Ja, genau, das ist genau das so ungefähr, was du benötigst, ja, also genau so, wie man es haben will. Und du schaust und du findest zu jedes Bauteil eigentlich wieder, das ist mega. Für mich ein super cooler Side-Effekt ist, dass wir das gleiche System von der Kühlung verwenden wie bei den Rennautos, um da wirklich auf der sicheren Seite zu sein und Reserven zu haben. Also Motorkühlung, Ladeluftkühlung und Co. Ist alles Übernahmeteil und das verstärkt uns einfach, dass man sagt, okay, das ist im Rennsport erprobt worden, fährt dort mit 600 PS, teilweise sogar mehr funktioniert, dann funktioniert es auf der Straße auch 100%. Ja. Besonderheit bei diesem Auto ist, man sieht da die Keramikbremse verbaut. Ich wollte gerade sagen, der hat jetzt die Keramikbremse optional, die es ja bei euch gibt. Genau. Und hier ist dann vorne dann schon bezüglich Lenkung deutlich mehr passiert. Ja. Bremssystem ist fast komplettiert drauf. Wie ist das jetzt, wenn wir jetzt gerade hier auf dem Band stehen, so von den Verkäufen her, gibt es irgendwie so ein spezielles Land, wo ihr am meisten Fahrzeuge verkauft oder ist das wirklich weltweit? Also wir haben eine europäische Kleinserienhomologation, da können wir ganz normal Fahrzeuge ausliefern, auch zulassen. Wir sind aktuell mit anderen Ländern in Absprache, was noch theoretisch adaptiert oder zuzüglich gemacht werden müsste.
um dort zuzulassen zu können. Aber natürlich jetzt im ersten Schritt ist die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, der stärkste Markt. Okay. Hier haben wir eine andere Besonderheit, in dem Fall Zentralverschluss mit der großen Felge. Ja. Ist rein technisch und vom Material natürlich ein Schmankerl, ein Frästeil aus dem massiven Titan. Also das ist wirklich das Nonplusultra, was man so haben kann, bezüglich Anbindung. Gesamtfahrzeug wird weiter aufgebaut und ist eben hier das erste Mal auf den eigenen Beinen. Wie lang bis hierhin zu der Produktion, wie lang benötigt man? Also wir haben jetzt zum Ziel, oder wir wollen in der Woche 2 Autos fertigstellen. Okay, also wirklich von Anfangsphase bis dann, dass er komplett da draußen bei der Fertigungshalle steht. Die Durchlaufzeit ist etwas länger, aber eben ich muss vorne zu Beginn 2 Autos in der Woche reingeben, dass wir hinten dann 2 rauskommen. Okay. Also es sind schon im mittleren, dreistelligen Bereich irgendwo die Arbeitszeiten, die dann beim Zusammenschrauben reinfließen. Genau, aber der Output der Produktion ist 2 Fahrzeuge pro Woche. Jetzt gerade, das muss man vielleicht dazu erwähnen, relativ ruhig hier, weil wir gerade die 2 Wochen Betriebsurlaub haben. Ja. Daher steht das jetzt gerade alles und ist relativ vollgefüllt. Genau. Und läuft dann ab nächste Woche wieder richtig an. Hier ist das Rolling-Chassis dann fertig und ich senke eben mit dieser Hebevorrichtung das Fahrzeug erstmalig auf die eigenen Beine auf den Boden und beginne es in eine Parkposition zu setzen, um dann in die zweite Hälfte der Linienproduktion einsteuern zu können. Wie du siehst, warten hier einige. Hier sehen wir das Rolling-Chassis von dem roten von vorhin. Ja. Fahrzeuge teilweise mit Zentralverschluss, teilweise mit Keramik oder Stahl, je nachdem, wie es halt den Kunden bestellt haben, gewünscht haben. Man sieht es auch ganz schön bei den Federn, verschiedenste Variationen sind da im Portfolio vorhanden. Das und ist hier, schon sportlich. hier wird es dann wirklich ernst. Zweite Hälfte der Fertigstellung vom Fahrzeug beginnt mit dem Befüllen. Also hier sind noch sämtliche Flüssigkeiten leer, sämtliche Tanks leer, genau. Und hier fülle ich dann Sprit rein, ich befülle das Klimagerät, Öle und Co., damit ich das Fahrzeug auch erstmalig starten kann, anlernen kann. Das heißt, sämtliche Software-Updates und dem Fahrzeug quasi beibringen, wer er ist und was er machen soll, erfolgt dann hier. Wenn das erledigt ist, geht es darum, noch Spur, Sturz und die ganze Fahrwerkseinstellung einzustellen. Aber tatsächlich schon sehr viele Fahrzeuge, die keine Keramikbremse haben. Ehrlicherweise, wenn man es nicht unbedingt benötigt bei dem Auto. Also Keramik ist natürlich toll und macht da optisch was her und bremst auch sicher nicht schlechter. Auf der anderen Seite haben wir eine mega Stahlbremse, serienmäßig, die ja, wenn man genauer hinsieht, auch von anderen Herstellern kennt. Das ist ein Brembo-Produkt. Und andere Autos mit 40–50% mehr Masse verzögert. Ja. Also da haben wir natürlich den Gewichtsvorteil, dass wir eine sehr, sehr große Stahlbremse drauf haben, die absolut ausreichend ist. Ja, das glaube ich. Mit dem großen Vorteil gegenüber der Keramik, wenn man mal Schott hat auf der Rennstrecke und wirklich einen Stein drin hat, neigt der Keramik dazu, dass Sitz springt. Ja. Das ist genau das Thema, was ich sage mit dem GT3S, warum ich bei mir auf dem GT3S niemals eine Keramikbremse ihn mit der Keramikbremse ausstatten würde. Weil die Stahlbremse ist da ideal und jetzt reden wir natürlich hier von nochmal deutlich weniger Gewicht. Ja. Also das glaube ich dir, das bremst schon nochmal ganz anders. Genau. Um zurückzukommen, hier wird dann noch Spur-Sturz eingestellt, wir haben eine Laservermessung, damit es auch eben dann vernünftig in den Toleranzen drinnen ist und fährt. Wenn das erledigt ist, machen wir einen Funktionscheck. Das ist zwar ein Leistungsprüfstand, wir fahren aber hier eine eigene Software runter. Ja. Um eben das erste Mal, wenn der Motor läuft, das vernünftig einlaufen lassen zu können, um das Getriebe in Ruhe durchzuschalten, einfach sämtliche Funktionen zu checken. Und das kann ich hier in einem abgeschlossenen Raum ganz gut machen. Wir haben hier der Einfachheit halber die Verkleidung noch nicht montiert, weil fürs Verzurren und einfach fürs Handling ist es einfacher, wenn noch alles sehr, sehr zugänglich ist und noch nicht zu viel Verkleidung drauf ist. Das passiert dann hier. Es kommen die Rathausschalen drauf, es kommen Carbon-Teile drauf. Es wird wieder an vielen Themen gleichzeitig gearbeitet, um das Fahrzeug weiter zu komplettieren. Das Lenkrad, was wir uns vorhin in den Einzelbauteilen angeschaut haben, steckt hier schon zur Gänze drauf. Flüssigkeiten sind drinnen, Fahrzeug hat den Funktionscheck soweit absolviert und es fehlt dann nur das Canopy und die Verkleidung, die dann hier im letzten Schritt noch montiert wird. Hier sehen wir schon ein Fahrzeug, was schon fast fertig und abgeschlossen ist. Verkleidungsteile sind dran, Kofferraum ist drinnen, sämtliche Sachen, die den Händlern für die Auslieferung mitgegeben wird schon reingelegt. Sitze sind jetzt auch drinnen. Hier sehen wir übrigens ein Fahrzeug,
auch sehr, sehr cool. Sichtcarbon matt mit roten Akzenten. Ich wollte gerade sagen, ja, Rotlachs, also wirklich so Vollcarbon ist schon sehr beliebt bei den Kunden, oder? Absolut, muss man fairerweise sagen, es gibt ja kaum ein Auto in der Preisklasse, was ein Vollcarbon anbietet. Ja. Also das kennt man eigentlich nur aus wirklich den oberextremen Hypercars. Autos, genau wie jetzt Pagani, Bugatti, Koenigsegg und Ja. Co., die das anbieten, was natürlich auch dort mit immensen Summen verbunden ist. Und in dem unter Anführungszeichen klassischen Supersportwagen-Segment sind wir der Einzige eigentlich, der das wirklich Ja. so hat. Und es sieht auch mega aus, also muss man Ja. fairerweise sagen. Ja, vor allem, ich sehe gerade da drüben, jetzt ist da kein Licht drauf, wie böse das ausschaut. Boah. Ist dann die allerletzte Station, also wenn das Auto wirklich fertig gebaut ist, darf unsere Qualitätsabteilung drüber schauen. Die bekommen ein bisschen Unterstützung durch den Lichttunnel, um wirklich sämtliche Kratzer oder Fehler oder was auch immer noch detektieren zu können. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob es eben was Maßgebliches ist oder ob es trotzdem in Ordnung ist, ob man es polieren kann oder was auch immer. Aber hier wird wirklich mit Adleraugen drauf geschaut. Kann man da irgendwo das Licht anmachen? Geht Muss das? ich kurz checken, aber könnte funktionieren. Boom. Ey, das ist so heftig. Das ist so heftig. Ist natürlich gemein, weil da sieht man jetzt alles. Gell? Also das Boah, vor allem mit den blauen Akzenten. Ist das geil. zieht sich auch durch. Also vom Bremssattel über Logo, Kontrastnähte und Co. hat dieser Kunde so gewünscht in dem Fall. Ein Mega-Spec. Also Respekt an den Kunden. Hier schön mit blaue Bremssättel, schwarz glänzende Felgen, genau das glänzende Carbon. Boah, das sieht schon hier richtig geil. Das musst du schon wirklich sagen, das ist Perfektion pur. Der macht schon was her, gell? Ja, weil das, also jetzt wirklich mal jetzt auf den Punkt das Ganze zu bringen, ja. Also jetzt hier wir sind jetzt hier alles durchgelaufen, ja. Komm, wir müssen uns, Robert, stell dich am besten hier hin, damit man das Auto noch ein bisschen im Hintergrund sieht. Du hast natürlich hier wirklich so ein Fahrzeug, was rein aus dem Motorsport kommt, ja. Aber dann halt natürlich mit den ganzen Komponenten und alles, aber dann zusätzlich, wie du dir halt natürlich auch das Fahrzeug individualisieren kannst, ja. Weil ihr könnt ja easy sagen, okay gut, nee, wir bieten das nicht mit dem Vollcarbon an. Kannst den Rot haben, kannst den Gelb haben, klar, ihr bietet die Optionen an, haben wir ja gerade schön draußen gesehen, Ja. was ich übrigens auch mega fand in dem Gelb. Aber dann hier wirklich diese ganzen Individualisierungsmöglichkeiten, das ist... Ja, man merkt, das kommt immer mehr. Also die Kunden wollen sich einfach einen Traum erfüllen, die wollen sich deren Auto zusammenstellen. Das soll doch anders ausschauen, sich ein bisschen abheben wie das von allen anderen. Ja. Man will da nichts von der Stange haben und das ist wirklich die Schiene, die wir sehr, sehr gut bedienen können. Ja, unfassbar. Unfassbar. Aber wir haben ja auch noch gesagt, der Robert will ja noch ein Auto konfigurieren, gell? Ich? Weil du hast schon wieder da hinten draußen den Konfigurator entdeckt. Oida. Das heißt, Jetzt hättest du mich fast wieder er hat hingelassen. nur zweimal was abgeräumt Genau. bisher. Es ging, in der letzten Viertelstunde hast du nichts abgeräumt. Noch nicht. Noch nicht. Warte mal ab. Sollen wir das noch machen? Wenn du das möchtest, Ein gerne. Auto konfigurieren. Ja, du hast dich ja da schon wieder durchgeklickt mit dem Ganzen. Ja, aber lass doch die Leute zappeln bis aufs nächste Video, oder? Aufs nächste Video. Ich Richtig. glaube, es war wahrscheinlich eh schon lang genug. Oder ich glaube, also ich meine, das war jetzt so viel Input. Also Das ich weiß glaube ich, nicht, wie ja. es für die Leute jetzt ist, die sich das jetzt anschauen, aber für mich, ich war jetzt gerade die letzten 10 Minuten einfach ruhig. Ja. Weil das ist, ich bin geflasht. Das ist krass, ja. Also ich habe es mir ja schon ein bisschen so in die Richtung vorgestellt, aber dass das bei euch wirklich so viel Handarbeit ist. Und dann merkst du halt, da steckt, also ich denke mir jetzt nur gerade, wenn die Leute da, was da Herzblut dahinter steckt. Absolut, ja. Weil du hast ja wirklich nicht auch nur irgendwo irgendeinen Roboter großartig, sondern es ist ja wirklich alles mehr oder weniger 100% Handarbeit. So reine Manufaktur, rein Handarbeit. Das ist Sehr, sehr viel Zeit und Liebe, was damit reingeht, bis das Auto so fertig steht. unfassbar. Also wirklich an jeden einzelnen Mitarbeiter hier höchsten Respekt. Höchsten Respekt und ich finde das geil, dass es in der heutigen Zeit noch genau so was gibt, weil letzten Endes es ist genau das, was die Leute haben wollen. Ja. Es ist genau das, was ich feiere und so viele andere da draußen auch. Und ich sage ja immer wieder, ich habe es ja beim letzten Video schon gesagt, für die, wenn man einmal die Möglichkeit hat, da mitgefahren zu sein oder selber zu fahren, das ist eine Erfahrung, die ist unvergesslich. Ja, vielen Dank. Gebe ich natürlich sehr, sehr gerne an unser Team weiter. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss, Robert, oder? Ja, und Es dann kommt wittert nächsten. eh schon wieder draußen bis zum Gehen Das nicht ist mehr. der Wahnsinn.
Ja Leute, das war jetzt hier so die Führung durchs Werk. Ich würde sagen, Part 2 kommt, wenn wir uns dann am Computer wiedersehen. Auf jeden Fall. Oder? Alles klar. Also Leute, wir sind raus. Peace out. Bis zum nächsten Video wieder. Ciao.